Herzlich willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ich habe da vor kurzem ein Video zugespielt bekommen von einem meiner Freunde, in welchem Ihnen ein Hundeexperte sagt, wie Sie in dieser Situation zu handeln haben. Ja, ich habe da einige Einwände dazu. In diesem Video heute geht es um den Unterschied von Theorie und Praxis und hier möchte ich meine Meinung dazu preisgeben. Könnte für den einen oder anderen ziemlich interessant werden. Ich habe noch 2 tolle Videos für Sie in Vorbereitung. Das nächste, das folgt nächste Woche Mittwoch und behandelt eine sehr tolle Hunderasse, von welcher ich schon 3 Verwandte, sehr nah Verwandte vorgestellt habe. Ein Hund, den die meisten von Ihnen kennen. Ein sehr universell einsetzbarer, toller, wunderschöner Hund. Doch mehr verrate ich nicht. Und dann, am Samstag darauf, folgt ein Video Auweh, Auweh. Da werde ich kalt warm bekommen von vielen von Ihnen, die mich privat an meiner E-Mail-Adresse anschreiben. Doch lassen Sie sich überraschen, aber das hat sie in sich. Das kann ich Ihnen versprechen. Doch nun zum heutigen Video. Also, bis gleich. Los geht's. Theorie versus Praxis. Nun, besonders in der Welt der Hundehalter prallen diese beiden Kräfte häufig aufeinander. Wir wissen das alle, oder? Ja. Meine Gedanken hierzu basieren auf viele E-Mails, die ich von Ihnen zugeschickt bekomme, in welchen Sie mir von Ihrer Unsicherheit schreiben. Zum Thema Ihres Erziehungsstils, Ihres Trainingsstils. Häufig klammern sich viele meiner Zuseher auf die Ausführung verschiedener Trainingsstile, Trainingstechniken, welche sie im Internet aufschnappen. Solche Lehrvideos findet man heute im Internet wie Sand am Meer. Viele sind toll, viele passen nicht zu Ihnen und Ihrem Hund. Ja, und wenn dann hier Misserfolg eingefahren wird, dann wundert mich das häufig nicht. Doch ausschlaggebend für diesen heutigen Beitrag ist ein Video, das mir vor kurzem von einem Freund zugeschickt wurde. In diesem sehen Sie folgendes Szenario. Aufgepasst. Eine Person geht mit seinem großen Vierbeiner der Kategorie Gebrauchshunde an der Leine eine Straße entlang. Und plötzlich stürmen 2 wild gewordene kleine Hunde im Freilauf auf diese beiden zu und suchen den Streit mit dem großen Hund. Sowohl der Halter des Gebrauchshundes wie auch sein Hund sind von der plötzlich eintretenden Situation völlig überrascht und befinden sich von jetzt auf gleich in absolutem Stresszustand. Die beiden kleinen Hunde umkreisen heftige Scheinangriffe startend den größeren Hund, während dessen Besitzer bemüht ist, die Kontrolle zu bewahren. Der größere Hund sieht sich in hohem Tempo von vorne und von hinten von den beiden angegriffen und dreht sich an der Leine mal so und mal so, während sein Besitzer Mühe damit hat, das Ganze nicht eskalieren zu lassen. Ja. Nach einigen Sekunden erscheint dann der Besitzer der kleinen attackierenden Hunde laut schreiend und wild gestikulierend in der Szene und läuft mit ausgebreiteten Armen voll auf die kleinen Hunde und auf den Gebrauchshund zu. Der größere Hund sieht sich jetzt merklich überfordert, 2 kleinen angreifenden Hunden und auch einem Menschen, der mit ausgebreiteten Armen laut schreiend auf ihn zuläuft, gegenüber und reagiert zum Glück mit verstörtem Rückzug und nicht mit Attacke. Der Besitzer des Gebrauchshundes hatte während der ganzen Zeit voll damit zu tun, sich und seinen Hund so zu positionieren, dass dieser die permanent umkreisenden und attackierenden Hunde nicht zu fassen bekam. Ende dieses Videos. Klarer Schuldiger, der Besitzer der kleinen aggressiven Angreifer, welche hier nicht an der Leine heftigst zur Attacke übergingen. Ganz klare Sache, oder? Da sind wir uns alle einig. Doch nach diesem Video folgte eine Erklärung eines Hundeexperten, was da schiefgelaufen war. Und
wie zu handeln gewesen wäre von Seiten des Gebrauchshundebesitzers. Denn laut der Erklärung des Hundeexperten handelte nicht nur der Besitzer der kleinen Hunde falsch, was eine klare Sache darstellt, sondern auch der Besitzer des großen Hundes. Denn der hätte seinen Hund kurzführend hinter sich positionieren müssen, um die Situation in den Griff zu bekommen. Ehrlich jetzt, ist das die Welt der Praxis oder befinden wir uns damit eher im Universum der Theorien? Ich frage Sie, liebe Zuseher. Nun, ich wage zu behaupten, dass von 10 Hund-Mensch-Teams, in denen sich Hund und Mensch blind verstehen, also fantastisch funktionieren, 8 davon in dieser Situation genauso ausgesehen hätten, wie es der Besitzer des Gebrauchshundes getan hat. Davon bin ich überzeugt. Ja. Um in dieser Situation, in welcher plötzlich aus dem Nichts die beiden kleinen Banditen auftauchten und attackierten, ihren Hund hinter sich zu bringen, ruhig zu halten und die Situation generell zu beruhigen, benötigen sie meiner Meinung nach folgende Voraussetzungen. Entweder einen Hund, dem alles völlig egal ist, oder genügend Zeit, um die Situation kommen zu sehen, um diese einschätzen zu können. Oder 2 kleine Angreifer, welche nur von vorne attackieren und sie nicht heftig attackierend wild umkreisen. Oder zumindest eine Wand hinter ihnen, welche die Attacken der Kleine hinter ihrem Rücken verhindert. Das sind einige Voraussetzungen, die da sein müssten, damit diese Theorie greift. So sehe ich das. Ja. Schauen Sie, ich kenne viele sehr gut erzogene Hunde mit exzellentem Gehorsam. In Situationen, wie sie in diesem Video vorgekommen sind, greift derartige Theorie nur in den aller seltensten Fällen. Hier ist die Theorie im Normalfall völlig abgemeldet. Hier greift Ihr Griff an der Leine Ihres Hundes, Ihre Muskelkraft und Ihre Reaktion, um größeren Schaden abzuwenden. Und erst dann, wenn die erste Schockwelle verebbt ist, dann könnte solch eine Theorie greifen. Wenn Ihr Hund trotz ausgeprägter Reaktivität über ausreichend Gehorsam verfügt. Wenn. Ja. Schauen Sie, ich möchte niemanden in diesem Video antatzen, keinen Hundeexperten oder sonst jemanden. Und jeder, der meinen Kanal schon länger kennt, der weiß, dass mir so etwas fernliegt. Ja. Doch immer wieder zweifeln Hundehalter an ihrem Erziehungs- und Führungsstil, weil ihnen Dinge wie jenige, welche nach diesem Video erklärt wurden, nicht gelingen. Schauen Sie, halten Sie auf so etwas nicht fest, klammern Sie sich an so etwas nicht fest. Situationen sind häufig derart komplex, dass viele Theorien darin völlig untergehen. Selbstverständlich kann man auf Theorien aufbauen. Die Aussage selbst, seinen Hund in solchen Fällen aus der Szene zu nehmen und sich selbst darin zu positionieren, die ist ja nicht falsch, die ist ja grundsätzlich richtig, bloß nur in bestimmten Situationen nicht umsetzbar. Das war solch eine Situation, wo diese Theorie nicht umsetzbar ist. So sehe ich das. Verstehen Sie, was ich meine? Ja. Theorien der Hundeführung sind ja wichtig und ein massiver Grundbaustein zum Thema. Ganz klar, ohne den geht's nicht. Und ja, viele Tipps, wie man wann zu handeln hätte, sind äußerst wertvoll. Doch bedenken Sie, jeder Hund ist anders, jede Situation ist individuell. In dem Fall dieses Videos, welches ich gerade hier erklärt habe, gilt, wie fit und reaktionsschnell sind Sie, wie stark ist Ihr Hund körperlich und charakterlich, wie steht es mit seinem Gehorsam, wo findet das Ganze statt, wer ist Ihr vierbeiniges Gegenüber, ist das nur ein Blöffer oder ist das ein Macher? Hier zu behaupten, das war nicht korrekt, so gehört das gemacht, das ist der falsche Weg. Schauen Sie, manchmal ist instinktives Handeln der einzig richtige Weg, weil für alles andere einfach die Zeit fehlt. Ist so. Es reflektiert ja auch nicht jeder Hund auf dieselben Trainingsmethoden, obwohl Ihnen heute immer und immer wieder dieselben Trainingsmethoden als die richtigen aufs Auge gedrückt werden. Schauen Sie,
Es ist nicht jeder Hund verträglich, doch wird ihnen heutzutage weisgemacht, dass er das zu sein hat. Und dann geht schon los mit der Trainingsqual zum Thema, um ihn zur Verträglichkeit zu zwingen, weil andere das sagen. Verstehen Sie, was ich meine? Nicht nur der Hund hat sich Ihnen anzupassen. Um ein glückliches Hund-Mensch-Team darzustellen, sollten Sie sich auch zu einem großen Teil an Ihrem Hund anpassen und einen Weg in der Erziehung und der Führung finden, der Ihnen und Ihrem Hund wirklich gut tut. Völlig egal, was andere sagen. Ja? Auch wenn Sie immer der unangefochtene Chef im Ring sind. Das ist Grundvoraussetzung. So sehe ich das zumindest. Ja? Na klar, nutzen Sie Theorie, wenn möglich. Aber setzen Sie Ihren Hausverstand ein, um zu erkennen, ob diese für Sie und Ihren Hund die richtige ist. Ja? Und denken Sie darüber nach, ob es auch auf Sie zutrifft, wenn Ihnen ein Hundeexperte sagt, das ist falsch. Denken Sie zuerst darüber nach, bevor Sie an sich, Ihrer Hundehaltung, Erziehung und Führung zweifeln. So viel dazu. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Das war es schon wieder.